In diesem Video sprechen wir einmal darüber, wie du deinen Online-Kurs oder deinen Online-Kurs mit Instagram als Mikroblogging-Plattform verkaufen kannst. Ich sehe jetzt gerade ein paar Fragezeichen über deinen Kopf, ne? Instagram, Mikroblogging, was soll das denn sein? Ja, das ist eine interessante, ja, Theorie, die aufgestellt wurde. Und zwar hat Instagram so viele neue Funktionen bekommen, dass es sich jetzt fast anfühlt wie ein kleiner Ort, an dem gebloggt wird, ne? Und wie das funktioniert, das zeige ich dir jetzt einmal am Rechner. Ich habe nämlich ein paar Beispiele herausgesucht von Leuten, die das durchaus so machen und so nutzen. Ich habe mir jetzt einmal auf Instagram das Profil von Shada Campbell aufgerufen. Ich hatte Shada schon mal als Beispiel irgendwo in einem Video. Und zwar ist sie ein Watercolor Artist, heißt nichts anderes als eine Künstlerin, die mit Aquarellfarben malt. Und da malt sie wunderschöne Blumen in allen Größen, Farben, Formen und ja, einfach Blumen, ganz, ganz viele Blumen. Und Shada ist sehr aktiv auf YouTube, das ist ihr Hauptkanal, dort hat sie sehr, sehr viele Abonnenten. Aber wie du hier sehen kannst, hat sie die auch auf Instagram. Sie hat nämlich hier 159.000 Abonnenten, ja, und postet hier regelmäßig Bilder ihrer Arbeit und ja, hat sich da jetzt eben einen Namen mitgemacht. Was ich als erstes zeigen möchte, ist einmal, wenn ich hier auf Linktree klicke, dann öffnet sich das hier. Und du siehst hier, was ich gerade gesagt habe, ihr YouTube-Kanal ist die Haupteinnahmequelle und vor allen Dingen der Hauptort, an dem sie zu finden ist. Dann gibt es hier noch ein spezielles Video, auf das sie verlinkt, und dann gibt es hier noch den Watercolor E-Kurs. Und da kommen wir der Sache dann schon näher. Wir reden nämlich davon, dass sie auch einen Online-Kurs anbietet, ne? Nämlich über Aquarellmalen. Ja, macht Sinn, ne? Okay, ich gehe nochmal zurück auf ihr Profil. Hier siehst du die Bilder, einfach Fotos, was sie macht, ne? Was sie malt oder Sachen, die sie angefangen hat, wie auch immer. Ich scroll einfach nur mal einmal so hier schnell drüber. Auch Materialien, die sie benutzt. Einfach so kleine Momentaufnahmen. Wenn ich jetzt hier weiter gucke, dann gibt es mittlerweile bei Instagram nicht mehr nur Beiträge. Es gibt auch die Reels und es gibt die IGTV. Und es gibt jetzt mittlerweile sogar Guides. Die hat sie jetzt hier noch nicht. Wir sprechen über alles drei. Also, wenn ich jetzt hier einmal auf Reels klicke. Reels sind kleine 10 Sekunden Videos oder 15 Sekunden Videos, manchmal auch ein bisschen länger, wo sie mal eben schnell irgendeine Kleinigkeit zeigen kann. Die sind alle hier in ihrem Profil, ja, gespeichert, ne? Wenn ich jetzt hier draufklicke, spielt auf der einen Seite das Video ab, auf der anderen findest du hier auf der rechten Seite, ja, etwas Kleines wie einen Blogpost, ne? Und das funktioniert nicht nur bei den Reels, sondern auch bei dem IGTV. Ja, da kann sie dann extra, ja, meinetwegen extra Tutorials einblenden. Und auch hier könnte sie natürlich einen Blogpost abgeben. Ich zeige dir das gleich noch mal ein bisschen ausführlicher. Und ja, ich gehe noch mal zurück. Und hier die Beiträge, wenn ich den Beitrag aufrufe, dann siehst du auch, hier ist immer etwas dazu geschrieben. Warum macht das jetzt Sinn? Guides auf der anderen Seite, bevor wir zu dem Rest, warum das Sinn macht, kommen. Guides sind einfach Zusammenfassungen verschiedener Posts, ne, zu einem Thema. Ja, auch das macht Sinn, wenn der Nutzer auf diese Mikroblogging-Seite kommt, also auf das Instagram-Profil, ne, kann er sich schnell orientieren, indem er sich über die Guides anschaut, welche Themen derjenige im Angebot hat. Oder er schaut sich über IGTV an, welche Videos es da so gibt. Oder halt einfach über die Beiträge, klickt da drauf und sieht dann speziell ja, alles, was derjenige zu dem Post geschrieben hat. Warum ist das denn jetzt eine Mikroblogging-Plattform? Warum ist das gut für Online-Kurse? Ganz einfach. Ich kann viel mehr Menschen erreichen, ne? Auf meinem eigenen kleinen Blog im Internet muss ich erstmal Menschen hinholen. Auf Instagram halten die sich bereits auf, ne? Und ich kann auf diese Art und Weise sehr schnell sehr viele Menschen erreichen, mit sehr vielen Menschen in Kontakt kommen, die dann mein Profil besuchen und gegebenenfalls auch abonnieren, wenn ich denn was Gutes im Angebot habe, ne?
Und hier geht es um den Mehrwert, ne? Also wenn jemand auf dein Bild klickt, dann sollte er nicht nur einen Satz lesen wie: „Ach ja, das war schön, als ich gerade meine Katze gestreichelt habe“, sondern etwas von Wert für den User zu dem speziellen Bild. Wenn du also jetzt hier, ich sage mal, Shader hat jetzt hier ein Bild und sie schreibt dann nur so 'n Dreizeiler, kann sie sich das wahrscheinlich erlauben, ja, weil sie schon 158.000 Menschen hat, die ihren Kanal abonniert haben. Wir Otto-Normalverbraucher sollten jetzt vielleicht ein wenig mehr an Wert geben, ne? Vielleicht könnte man hier erzählen, mit welchem Stift man diese Blumen malt, oder man könnte erzählen, wie man die so schön hinbekommt, oder dass man erst vielleicht ein paar Vorabzeichnungen macht, damit man ja so in den Flow reinkommt, ne, damit man schnell was zeichnen kann. Also ein bisschen Skribbeln halt. Könnte man alles erzählen. Hat sie jetzt nicht mehr nötig, ja, sie hat ihre User schon und sie überzeugt offensichtlich ihre Fotos und ihre Videos. Wir könnten das so machen. Wir könnten in unserem Instagram-Profil richtig viel Inhalte geben. Das heißt für dich, wenn du etwas zu deinem Online-Kurs postest, solltest du dir Zeit nehmen für das Bild. Ne? Was hat das Bild, was du gerade postest, oder das Video, was du postest, was hat das für einen Hintergrund? Warum ist das ein gutes Bild, ein gutes Video? Was hat das für den Nutzer für einen Mehrwert? Wozu ist das gedacht? Welche Erkenntnisse kannst du darüber vermitteln? Ja? Ich klicke das jetzt hier nochmal weg und gehe mal einmal auf ein anderes Profil von der Mila. Die hat zum Beispiel sehr minimalistische Bilder. Wenn ich aber jetzt da drauf klicke, wie du dich scheu vor der Kamera ablegst, habe ich erst gedacht, ja, wie lege ich die denn jetzt nun ab? Ne? Also ich habe hier erwartet, dass in dem Text etwas drinsteht, habe ich aber nicht bekommen. Ne? Beim zweiten Hingucken habe ich gesehen, dass das hier ein Karussellpost ist mit mehreren Bildern, ja, und ich da dann durchaus die Frage beantwortet bekomme, wie ich denn jetzt meine Scheu vor der Kamera ablege. Schöner, meiner Meinung nach, wäre es, wenn sie das auch alles hier noch reinschreiben würde. Ne? Kann man ja noch schnell ändern. Abgesehen davon, auch Instagram ist eine Suchmaschine, die versucht, die richtigen Posts mit den richtigen Usern zu vereinen. Ja, und Bilder lesen können wir alle noch nicht. Ne? Deswegen ist es immer eine gute Idee, zu was auch immer du da anbietest, etwas zu schreiben, eine kleine Geschichte zu schreiben, eine Information zu geben, zu erzählen, worum es auf dem Bild geht, und dann eben, ja, deinen Mehrwert anzubieten auf diese Art und Weise. So, ja, jetzt wir haben noch einen hier, Answer Marketing, macht das genauso. Wenn ich jetzt hier ist die Caption wichtig? Ja, das ist gerade unsere Frage, ne? Dann siehst du hier, dass sie hier einen langen Text zu diesem Thema schreibt, und diese Frage halt auch einfach beantwortet. Das Bild ist sehr simpel, aber als User weißt du sofort, du kommst auf das Profil, du siehst die Frage und okay, interessiert mich das? Möchte ich die Antwort haben oder eben nicht? Ne? Und dann bist du damit durch sozusagen. Ne? Also gehe ich jetzt hier mal kurz raus. Hier auch wieder, was ist Mehrwert? Gute Frage. Ich habe auch gerade gesagt, bitte, Mehrwert muss das Ganze haben. Ne? Also, was kann da drauf kommen? Ne? Mehrwert ist Motivation, Inspiration, ein Lerneffekt, frequently asked questions, Praxistipps, Humor, Problemlösung, all das ist Mehrwert, ja. Und auch hier steht wieder ein langer Text dazu in der Caption. Ne? Finde ich eine gute Sache. Und dann wollte ich dir noch jemanden zeigen. Das ist nämlich wieder ein ganz anderer Bereich. Ne? Das ist die Tracy Reed. Tracy ist Designerin und sie erstellt ausdruckbare Designs für Scrapbooking. Ja, gibt es auch diese Nische. Ne? Habe ich dir auch schon öfter davon erzählt, dass ich 2008 in dem Bereich meine Seite gegründet habe, die durchaus eine Menge Geld verdient hat und es immer noch tut. Also auch ja, auch damit kann man Geld verdienen. Ne? Da habe ich auch allerdings Online-Kurse. Ne? Sie hat hier Instagram sozusagen als Mikroblogging-Plattform für sich entdeckt. Und was ich besonders interessant finde und warum ich dieses Beispiel nehme, ist, ich habe letzte Mal in einem ihrer Posts gelesen, in einer Caption des Bildes, dass sie gefragt hat, was habt ihr lieber? Möchtet ihr die Videos hier auf Instagram sehen oder lieber auf YouTube? Und eigentlich alle ausnahmslos haben geantwortet, dass sie die kleinen Videos, wie man irgendetwas scrapt, viel lieber auf Instagram sehen würden. Sind eher auf Instagram, scrollen durch ihren Feed, sehen das Video und schauen es sich mal eben an.
So erreicht Tracy sehr viel mehr Leute auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat sie aber auch die Möglichkeit, ja, also einfach ihre ganzen Abonnenten zu erreichen. Das ist schon mal eine sehr große Möglichkeit. Ne? Zum anderen kann sie aber auch noch mehr Informationen zu dem Video geben, ganz genau wie auf YouTube auch. Der einzige Nachteil, den man hier hat, ist, dass man nicht beliebig viele Links setzen kann. Es macht es aber wett, wenn man einen speziellen Link setzt. Ne? Der kann nämlich auch völlig genügen. Oder man macht das halt über diesen Linktree. Das funktioniert auch prima. Dann kannst du eine ganze Reihe von Links geben. Nicht unbedingt meine Empfehlung. Ich habe dazu noch ein Video gemacht, wie man auch auf der eigenen Webseite ganz viele Links unterbringen kann. Ich verlinke das hier nochmal. Aber ansonsten, wie gesagt, hier auch eine Mikroblogging-Plattform. Das heißt, Tracy ist auf Instagram. Alle User, die sie braucht, die sie ansprechen möchte, sind auch auf Instagram. Die finden ihr Profil und wenn sie nicht ihr Profil finden, kommt sie vielleicht mit denen in Kontakt oder man wird irgendwo angezeigt, eben über diese Reels, über die Videos, die sie postet und natürlich über die Stories. Also es vergeht eigentlich kein Tag, wenn ich jetzt hier mal auf meinen Button gehe, an dem Tracy nicht hier oben irgendeine Story hat, die die angezeigt wird. Ne? Also, dass man nicht wollte, sie zu vergessen, wäre schwierig auf diese Art und Weise. Ne? Also, man bringt sich mit diesen Stories immer und immer wieder in Erinnerung und kann so mit seinen Abonnenten in Kontakt bleiben. Ja? Also, wenn wir diese Stories als E-Mail-Marketing betrachten, ist das eine Möglichkeit, wie man in einer ganz kleinen Art und Weise ein E-Mail-Marketing betreiben kann, ohne dass man den Leuten dauer auf die Nerven geht, indem man immer in ihrer E-Mail-Box aufpoppt. Ja? Also, Instagram ist etwas, was die Leute mal eben schnell nutzen, wenn sie ein paar Minuten Zeit haben oder sich wirklich abends in Ruhe mit auseinandersetzen, wenn sie zu Hause auf der Couch liegen und da drüber scrollen und sich die Videos angucken. Wie auch immer, es kommen immer alle wieder zu diesem Ort zurück. Es ist wie auf Facebook. Ne? Im Moment ist es eben, Instagram ist sehr viel visueller. Instagram hat bisher nicht so fürchterlich viel Wert auf Text gelegt. Wenn du es aber als Mikroblogging-Plattform ansiehst, dann ist auch Text gefragt. Ja, dann ist auch das Drumherum zu deinem Bild und zu deinem Video gefragt. Und wenn du das so machst und deinem User einen Mehrwert damit vermittelst, ja, dann hast du eigentlich alles richtig gemacht, dann wirst du gefunden, weil an diesem Ort gibt es schon ganz, ganz viele User, auch zu deinem Thema. Egal welches Thema du hast, egal worüber dein Online-Kurs ist, die Menschen werden auch schon auf Instagram sein. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und vor allen Dingen auch geholfen. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich darüber, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer ich ein neues Video poste. Und vergiss nicht, den Like-Button zu klicken. Und dann sehe ich dich im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.